Warum ich immer wieder komme? Weil, das jedes Mal von Anfang an, von der ersten Kur an, war das eine super Erfahrung. Ähm, Ich habe direkt nach dem ersten Mal meine Ernährung umgestellt, weil mich das sehr überzeugt hat. Ähm, und seitdem esse ich jeden Morgen so 'n Brei. Ich wechsle auch schon mal, aber eigentlich esse ich fast immer den gleichen Brei und das tut mir sehr gut. Und ich habe den Mann, der zu Hause, isst, der hat, auch viele Sachen übernommen und es geht ihm besser dabei. Also, das ist schon mal ganz toll. Und natürlich diese Vielzahl von, Massagen, also was alles für den Körper getan wird, was mir nicht leicht fällt, mich so, hm, hinzugeben. Äh, aber die Wirkungen sind ganz wundervoll. Und dann ist es sofort nach dem ersten Besuch ist es eine Sucht geworden. Und ich mache mit meinen beiden Mitarbeiterinnen wir machen jetzt einmal im Jahr einen Betriebsausflug, nach Bierstein. Und das ist da freuen wir uns monatelang wie Bolle drauf. Ja, die Kur hat immer also das ist ja die Rasayana und das sind 5 Tage, 5,5. Und es gibt immer so, wie beim Skifahren, es gibt immer den schlimmen Tag. Und, wo man dann beim Skifahren verunfallt dann also verunfallt man. Hier kommt irgendwie alles aus einem raus und das ist dann so schlechte Laune, Tränen, alles scheiße finden, besonders Yoga. Ich finde Yoga sowieso also, ich bin nicht so 'ne ich mache alles mit, versuche alles mitzumachen, aber ich bin da nicht so gut. Aber wie gesagt, das war diesmal bei mir der dritte Tag. Also, und das ist wunderbar, wie man hier aufgefangen wird. Also, weil die kennen das alle. Die kennen das alle diese Therapeuten und Therapeutinnen kennen das und nehmen das sehr gelassen und sehr empathisch und, man wird aber trotzdem ernst genommen in seinem in seiner Ungehaltenheit. Das hat mir auch sehr gut gefallen wieder. Mhm. Was nehme ich mit nach Hause? Also, es gibt ja ein wunderschönes Abschiedsritual, wo man, 2 Zettel ins Feuer wirft und, auf dem einen steht drauf, was man mitnehmen möchte und auf dem anderen steht drauf, was man hier lassen möchte. Und tatsächlich, habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich diese beiden Zettel jedes Jahr, mit anderen Begriffen, ausfülle. Und, diesmal war ich so klug, den Zettel, was ich mitnehmen möchte, zu fotografieren, weil ich nämlich dann immer nach 3 Tagen vergesse also so ein bisschen vergesse, was ich alles da drauf geschrieben habe. Und diesmal habe ich das Foto, was mich daran erinnern soll. Und ich finde, dieses Nachdenken darüber, was will ich gerne hier lassen, was soll weg aus meinem Leben, was will ich nicht mehr, und was würde ich gerne mitnehmen. Allein das Nachdenken bringt einen auch schon mal wieder irgendwo hin, wo man vorher nicht war. Ja, und ich habe mir fest vorgenommen, ein bisschen Yoga zu machen demnächst zu Hause. Ja. Ja, es ist zum einen, greift es sehr in meine Ernährung ein. Es ist schwer, essen zu gehen, also, im richtigen Leben, irgendwo essen zu gehen, wenn du so, einmal Gefallen an der ayurvedischen Ernährungsform gefunden hast. Dann machen die in den Restaurants immer Dummheiten und dann habe ich schon keinen Bock mehr, dann kriege ich wieder schlechte Laune, was ja doch in erster Linie Pitta ist, wie ich jetzt weiß. Und es gibt immer wieder von den Kursleiterinnen in den Vorträgen, zum Beispiel über die weibliche Entwicklung, hm, aus dem Ayurveda aus der Ayurveda-Perspektive betrachtet und auch Krankheiten, die vor allen Dingen Frauen also Frauenheilkunde im Prinzip. Das sind viele Dinge, die ich sehr spannend finde und sehr richtig. Und was auch mein eigenes Empfinden für
bin ich krank oder bin ich normal? Ne? Bin ich, werde ich eine alte Hexe oder eine alte weiße Frau? Weise Frau, weiß bin ich ja schon. Also solche Gedanken, ähm, die nehme ich wirklich mit und irgendwie stärken die mein Selbstbewusstsein da draußen.